Die Plane wirft sich tagtäglich für uns in Falten und wird anschließend wieder heftig lang gemacht. Im Winter ist sie bretthart und im Sommer butterweich. Und bietet dennoch immer Schutz vor Schmutz und hat auch Interesse an Schutz vor Nässe. Das sollten wir ihr danken und sie immer korrekt und schonend behandeln. Denn schließlich mussten für sie viele kleine Polyvinylchloride ihr Leben lassen. Wir haben bereits in vorangegangenen Krone TV-Beiträgen, nämlich Planhandling leicht gemacht und worauf ist beim Spannen der Plane zu achten, einige Praxistipps behandelt. An dieser Stelle sei aber nochmal explizit auf den korrekten Umgang mit dem vorderen Planspannrohr hingewiesen. Nämlich, dass der Planenspannhebel zunächst möglichst weit nach vorne gedreht werden muss, bevor das Spannrohr aufgesetzt wird. So kann das frühzeitige Einreißen der Plane an dieser Stelle verhindert werden. Aber selbst wenn Fahrerinnen und Fahrer immer behutsam auf und zuziehen, wird die Schiebegardine ständig ruppig vom Gabelstapler touchiert. Und noch schlimmer, zwielichtige Gestalten schlitzen sie in Jack the Ripper-Manier auf, um der Ladung habhaft zu werden. Harald, das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Wenn es nun aber, wie hier, zum Äußersten gekommen ist, wie sieht dann die Erste Hilfe aus? Der Patient braucht Wärme. Also nehmen wir einen Föhn zur Hand, mit dem ihr aber keinesfalls eure Locken legen solltet, denn der bringt es auf gut 300 Grad. Bei dieser Temperatur werden das Reparaturstück und die Altplane aufgeweicht und beide mittels einer Rolle aufeinander gepresst. Alt und neu werden quasi miteinander verschweißt. Dabei unterstützt ein zweiter Mann mit einem Brett von außen, um den Anpressdruck von innen zu erhöhen. Ein dritter Mann ist nicht erforderlich.